Ja, ihr wisst ja, Geschichten bewahren die Vergangenheit, deuten uns die Gegenwart und sagen die Zukunft voraus. Darum haben wir auch hier am Lagerfeuer immer einen Platz für jemanden frei, der Geschichten erzählen kann. Heute erzähle ich euch eine Geschichte. Und zwar habe ich vorhin gesehen, wie unser Essenszelt komplett leer war. Da war kein Fisch mehr, nichts mehr drinne, alles komplett leer. Und das hat mich an eine Geschichte erinnert, die ich mal gehört habe. Das ist eine sogenannte Weisheitsgeschichte. Vielleicht bringt die euch ja auch noch die ein oder andere Weisheit bei. Ja, manche Geschichten sind leise, aber sie gehen tief. Und man erzählt sich von einem Mann und seinem Sohn. Und der Mann, der war sehr, sehr reich. Nicht an Gold oder Besitztümern, sondern an Erfahrung. Und eines Tages sagte er zu seinem Sohn: Junge, meine Tage sind gezählt, aber ich werde dir meinen Besitz vermachen. Aber um zu sehen, ob du es wert bist, hast du 3 Tage Zeit, geh raus und fülle meine Scheune. Und der Sohn schaute sich die leere Scheune an, die riesengroß war. Also wir reden hier von einer Scheune, die so ähnlich ist wie die hier in Prigorodki, also wirklich riesengroß. Und er verstand die Aufgabe erst nicht, aber er ging los. Er arbeitete den ganzen Tag auf dem Feld, trug Stroh rein, schleppte, sammelte, schwitzte. Aber am Abend, als er sich sein Werk ansah, da war die Scheune immer noch leer. Am nächsten Tag versuchte er weiter sein Glück. Er schaffte, er sammelte, er schwitzte, er trug Stroh. Doch egal, was er tat, die Scheune war so groß, die konnte er nicht füllen. Schließlich kehrte er erschöpft zu seinem Vater zurück und sagte: Vater, ich kann das nicht. Und der alte Mann nickte. Er tadelte ihn nicht, er spottete auch nicht, sondern er nahm seinen Sohn, ging in die Scheune und setzte eine Kerze mitten in die Scheune hinein. Das Licht breitete sich aus, so ähnlich wie unser Lagerfeuer hier, und gab Wärme und füllte alles. Und der Vater sagte: Siehst du, jetzt ist die Scheune voll. Und der Sohn sah ihn an und er verstand. Die Scheune war erfüllt von Licht. Und seitdem sagt man, nicht alles, was füllt, lässt sich auch tragen. Und nicht alles, was leer ist, ist auch leer. Sehr schön. Ja, schöne Geschichte. Ja, füllt zwar jetzt leider nicht unseren Magen, aber zum Glück haben wir ja Shanki und Rio, die fleißig Fische gegrillt haben. Das heißt, das funktioniert auch. Vielen, vielen Dank euch.